Der Trans-Europe-Express ist ein absoluter Klassiker. Nicht nur beim Vorbild, sondern gerade auch auf Modellbahnen, wo man die eleganten weinrot-beigen Züge sehr häufig sieht. Eingeführt wurde der TE-Verkehr 1957, um die wichtigsten Städte der beteiligten Länder, Belgien, der Niederlande, Frankreich, Italien, Luxemburg, der Schweiz, Spanien und der Bundesrepublik Deutschland mit luxuriösen Dieseltriebzügen, die 140 km/h schnell fahren und nur die erste Wagenklasse führen sollten, zu verbinden. In diesem Video möchte ich mich auf die TE-Züge der Deutschen Bundesbahn konzentrieren, wobei es natürlich auch schöne und interessante TEs der anderen Bahnverwaltungen gibt. Als 1957 der Zugbetrieb aufgenommen wurde, waren die extra für den TE-Verkehr entwickelten VT 11.5 noch nicht einsetzbar. Aus diesem Grund startete am 2. Juni 1957 in Deutschland das TE-Zeitalter mit dem Dieseltriebzug VT 08.5, der bereits zwischen 1952 und 1954 in 20 Einheiten beschafft worden war, nur Sitzplätze der ersten Reihe führte und eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h besaß. Betrieben wurde der VT 08.5 zumeist als dreiteilige Garnitur mit nur einem Motor, einem Mittel- und einem Steuerwagen und war in dieser Konfiguration 77,8 Meter lang. Die Leistung eines Motorwagens betrug 1000 PS. Im Motorwagen waren ein Gepäck und ein Postraum untergebracht, außerdem eine Küche und ein Speiseraum mit 24 Plätzen. Im Mittelwagen gab es 10 Abteile. Der Steuerwagen hatte 6 Abteile und einen Konferenzraum mit Tisch. Damit hatte der VT 08.5 108 Sitzplätze der ersten Klasse. Bekannt geworden war diese Baureihe bereits 1954, als sie als Weltmeisterzug nach dem Wunder von Bern die siegreiche deutsche Fußballnationalmannschaft nach München chauffierte. In der Farbgebung Purpurrot mit grauem Dach und schwarzer Schürze zeigte sich der VT 08.5 noch gar nicht TE-like. Das Modell mit der Artikelnummer 39082 stammt von Marklin. 2017 wurde es anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Starts des europäischen TE-Verkehrs als einmalige Serie aufgelegt. Es zeigt eine vierteilige Garnitur mit 2 Triebköpfen als TE 168 bzw. 185, der 1957 täglich in der Relation Paris-Ruhr von Dortmund nach Paris-Nord und zurückgefahren ist. Geografisch passt es damit nicht 100% auf meine Anlage, die ich eher im süddeutschen Raum verorten würde. Aber so genau nehme ich es nun einmal nicht mit dem Fahrzeugeinsatz auf meiner Modelleisenbahn. Der VT 08.5 wurde im TE-Verkehr allerdings schon sehr bald vom VT 11.5 abgelöst. Die Baureihe VT 11.5 war ein extra für den TE-Verkehr entwickelter Dieseltriebzug, der 1957 in 19 Einheiten beschafft wurde. Planmäßig war er als 7-teilige Garnitur mit 2 Motorwagen unterwegs, die mit MTU-Motoren jeweils 1030 und mit solchen von Maybach sogar 1100 PS entwickelten. Diese Motorisierung verhalf ihm ebenfalls zu einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h, die später jedoch sogar auf 160 Stundenkilometer angehoben werden konnte. Beide Triebköpfe arbeiteten parallel und durch eine elektrische Vielfachsteuerung konnten auch noch weitere Triebzüge angekuppelt und gesteuert werden. Als 7-teilige Garnitur mit 2 Abteilwagen, einem Großraumwagen, einem Speisewagen mit Bar- und Fahrgastraum sowie einem Küchenwagen mit Speiseraum besaß der Triebzug 102 Sitzplätze sowie noch 46 Plätze im Speiseabteil und war 130,7 Meter lang. Dank der stromlinienförmigen Triebköpfe und der eleganten Erscheinung war der VT 11.5 einer der Paradezüge der DB der 50er Jahre und wurde umgangssprachlich oft nur einfach TE genannt. Mein Modell ist von Roco und hat die Artikelnummer 43851. Obwohl es von 2001 stammt, hat es bereits einen, wenn auch recht rudimentären Sound.
Zudem hat es auch nur im vorderen der beiden Motorwagen einen Lautsprecher. Anders als beim Vorbild ist bei mir der hintere Motorwagen, also wieder angetrieben, noch dröhnend laut. Wobei es den VT 11.5 natürlich auch von anderen Modellbahnherstellern ebenfalls zu kaufen gibt. Das zunehmend elektrifizierte Streckennetz sowie die beschränkte Kapazität der Dieseltriebzüge führte Mitte der 60er Jahre immer mehr zu einer Umstellung der internationalen TE-Relation auf lokbespannte Züge. Anfänglich kam hierfür bei der DB die Baureihe E10.12 zum Einsatz. Diese war eine besondere Version der Baureihe E10, deren Höchstgeschwindigkeit für den TE-Verkehr auf 160 km/h heraufgesetzt worden war. Rein äußerlich war diese 3700 Kilowatt starke Variante zunächst auch an ihrem windschnittigen Lokkasten, dem sogenannten Bügelfalten-Lokkasten, zu erkennen, der später allerdings auch bei allen neuen Loks der Baureihe E10 verwendet wurde. Das Modell der E10.12 in Weinrot-Beige stammt wiederum von Märklin und besitzt die Artikelnummer 37014. Es wurde 2013 ebenfalls als Einmalserie aufgelegt und zeigt passend den Zustand von 1967. Wie auch beim Vorbild zieht meine Elektrolokomotive eine Garnitur aus klimatisierten Seiteneingangsabteil und Großraumwaggons. Dazu ein Aussichtswagen mit Glaskuppel und ein Buckelspeisewagen. Diese waren 1962 für den Rheingold und später auch für den Rheinpfeil beschafft worden und wurden tatsächlich für den TE-Verkehr verwendet. Bei mir sind sie allerdings noch nicht auf das TE-Farbschema umlackiert worden, was man jedoch auch teilweise auf Bildern von der großen Bahn so sieht. Anfang der 1970er Jahre übernahmen dann sukzessive die schweren sechsachsigen Elektrolokomotiven der Baureihe 103 den TE-Zugdienst. Die ab 1965 zunächst als E03 eingeführten Flaggschiffe der Bundesbahn wurden wegen ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem markanten Design zu einer der bekanntesten deutschen Lokomotiven überhaupt. Mit ihrer Dauerleistung von 7440 kW, das heißt über 10.000 PS, waren die Serienmaschinen der Baureihe B103.1 bei ihrer Indienststellung die stärksten einteiligen Lokomotiven der Welt. Zugelassen war die Baureihe 103 für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h, wobei das Streckennetz der DB noch gar nicht auf diese hohen Geschwindigkeiten ausgelegt war und bis 1977 zumeist nur mit maximal 160 gefahren werden durfte. Erst ab Ende der 1970er Jahre ermöglichten Ausbaustrecken Geschwindigkeiten bis 200 km/h, wofür die Wagen mit Schlingerdämpfern und Magnetschienenbremsen nachgerüstet wurden. Am 24. September 1988 verkehrte schließlich der letzte TE zwischen Zürich und Mailand. Ab dem Folgetag war er dann als Eurocity und mit neuem Wagenmaterial unterwegs. Das hier gezeigte Modell der Baureihe 103 ist die Märklin Insider Lok von 2003 mit der Artikelnummer 39575 und hat neben einer Maschinenraumbeleuchtung heb- und senkbare Stromabnehmer, allerdings noch keinen Sound an Bord. Wobei es die Baureihe 103 als Klassiker von wahrscheinlich nahezu jedem Modellbahnhersteller geben dürfte. Mit diesen 4 Zuggarnituren, die auf meiner Paradestrecke verkehren, kann ich damit also tatsächlich mehr oder weniger die komplette TE-Historie der Deutschen Bundesbahn wiedergeben. Auch wenn die eleganten Renner auf meiner kurvigen Paradestrecke ihre volle Höchstgeschwindigkeit im Regelbetrieb gar nicht voll ausfahren können und lediglich mit 90 Stundenkilometer unterwegs sind. Nur für die Dreharbeiten zu diesem Video haben sie von mir eine Sondergenehmigung für Fahrten von bis zu 160 Stundenkilometern erhalten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Vielen Dank auch für einen Besuch in meinem Hobbykeller. Und wenn ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos
meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1 zu 87 Enthusiast.